Hallo liebe Freunde da draußen, mein Name ist Michi, herzlich willkommen bei Mozartic. Ja, und es ist mal wieder Zeit für unser wöchentliches Recap-Video hier unten in unserem Grow-Keller. Hier haben wir immer noch unsere 2 Zelte stehen und unsere 3 Cannabispflanzen. In diesem Zelt ist unsere Royal Haze Automatic drin. Ja, sie hat ihren eigenen Fanclub da draußen, ne, für alle, die auf kleine, mickrige Pflanzen stehen. Und in diesem Mars Hydro Zelt hier stehen unsere 2 photoperiodischen Pflanzen drin. Die eine ist von Royal Queen Seeds, unsere OG Kush, und die andere von Seedsman, die Purple Oreos F1 Hybride. Die Royal Haze Automatic Pflanze ist jetzt 10 Wochen alt und ist in der 7. Blütewoche. Da wird also demnächst eine Ernte anstehen. Und die anderen beiden Pflanzen, die sind jetzt 5 Wochen alt. Ja, und hier links neben mir habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen, den Luftentfeuchter anzuschließen. Ihr habt es da draußen mitbekommen, es regnet die ganze Zeit, es ist kalt und ich komme hier einfach mit dem Lüften nicht mehr hinterher. Also habe ich gesagt, ach, Strom sparen macht ja wirklich gar keinen Sinn, weil wenn ich hinterher die schönen Buds von der Royal Haze Automatic alle wegen einem Budrot wegschmeißen müsste, dann wäre das in jedem Fall eine Stromverschwendung gewesen. Also werde ich jetzt auf jeden Fall auf die letzten Tage und Wochen hier den Luftentfeuchter, die Luft entfeuchten lassen. Der ist auf 60% eingestellt und hält das hier unten auch ganz gut ein, sodass ich mir zumindest sicher sein kann, hier in den Grow-Zelten ist es auch unter 60. Jetzt geht er hier direkt an. Für die Aufnahme mache ich den aber jetzt mal aus. So, ja, was gucken wir uns jetzt in diesem Video an? Einmal schauen wir uns natürlich die Pflanzen an. Wir schauen uns den Status bei der Royal Haze Automatic an und den Status bei den anderen beiden photoperiodischen Pflanzen. Dann werde ich für die Living Soil von Couple of Plants mal den Komposttee ansitzen. Das schauen wir uns auch in diesem Video an, wie man das macht und wie wir die Pflanzen damit gießen. Davon bekommen natürlich auch unsere Royal Haze Automatic ein Stückchen von ab. Ja, und dann habe ich vor 2 Tagen Post bekommen von Mars Hydro. Ganz unerwartet kam mir ein Päckchen an mit einem ganz spannenden neuen Gerät. Und das werden wir uns natürlich im Laufe des Videos nochmal genauer ansehen. Passt wie Faust aufs Auge, dass ich dieses Gerät bekommen habe, gerade weil es einfach um die Klimasteuerung hier im Mars Hydro Zelt geht. Ja Leute, dann kommt mal mit, dann gucken wir uns als allererstes mal unsere Royal Haze Automatic an. Ein kleiner Schwenk über das Blätterdach und Blütendach der Royal Haze Automatic, unserer kleinen Pflanze mit Zwergenwuchs. Aber da mache ich mir auch nichts vor. Ich wollte sie ja schließlich auch so haben. Und dennoch, auch wenn der ein oder andere von euch da draußen sagt, er würde diese Pflanze entsorgen und als Fail Grow betrachten, bin ich immer noch sehr, sehr happy damit. Und ich lasse mich auch nicht von dem Gegenteil überzeugen. Ich finde das, was ich hier unten alles am Bud sehe, doch für mich schon mal ziemlich überzeugend für meinen ersten Grow. Also, ich lasse mir das nicht schlecht reden. Ja, das ist eine kleine Pflanze, es ist eine Automatic-Pflanze. Mit Sicherheit habe ich was daran, eine Beteiligung daran, weil ich sie geschnitten habe und betoppt habe. Aber irgendwie müssen wir doch auch alle mal was dazulernen, oder? Wenn es alles von vornherein klappen würde und ich hier kiloweise das Zeug ernten würde. Ja, ich sag, es ist wie bei der Aquaristik bei mir. Wenn alles viel zu perfekt läuft, dann verliert es irgendwann so an Spannung für mich. Und insofern, ich will ja was hier dazulernen. Und ich helfe ja, oder beziehungsweise lerne ich doch mit eurer Hilfe auch was dazu. Und wir werden es sehen. Wir werden hier in der Pflanze eine Automatic-Pflanze einfach mal reinstellen als nächstes und werden die auch einfach mal wachsen lassen. Und dann haben wir den direkten Vergleich. Jetzt will ich aber auch nicht alles schlecht reden. Also ich finde, die sehen fantastisch aus. Ich werde jeden Tag jetzt die Trichome mir anschauen mit meiner Lupe. Wir machen am Ende auch nochmal ein paar Aufnahmen von den Trichomen. Die setze ich aber gerne ans Ende. Und gucken einfach mal. Aber ich denke mal, 7 Wochen Blüte, 8 bis 9 Wochen ist vom Hersteller angegeben. Also wir kommen auf jeden Fall jetzt in die spannende Phase, zumal wir sehen es ja auch. Die Pflanze ist am Ende ihrer Zeit angekommen. Alle verfügbaren Nährstoffe werden aus den Blättern, aus den großen Sonnensegeln jetzt zusammengezogen, zusammengetragen, mal gucken, ob das schon abfällt hier. Manche sind auch schon recht leicht abgefallen, wenn ich hier so ein bisschen dran gewackelt habe. Aber die Pflanze zieht jetzt alle verfügbaren Kräfte noch zusammen, um die Blüten fertig
ausreifen zu lassen, damit die richtig schön dick werden. Und ja, gebt mir doch mal einen Tipp ab. Was schätzt ihr denn? Was wird hier an Trockenmasse rauskommen? Ja, die Pflanze hat von mir jetzt ab und zu noch mal ein bisschen Blütendünger bekommen von Biobiss und ein bisschen Keimak. Hat auch etwas von dem Komposttee abbekommen, den ich übrig hatte noch von den anderen Pflanzen, die in der Living Soil stehen. Ja, was verspreche ich mir davon? Also es wird bestimmt das ein oder andere Milligrammchen vielleicht beeinflussen, dass es ein bisschen mehr wird. Wir werden es sehen. Ja? Also ich bin mal gespannt. Wenn der Tag der Ernte gekommen ist, schauen wir uns nochmal hier unten die Trainierungsmethoden an, die ich gemacht habe. Hier habe ich das alles mit diesen Clips gemacht, ein kleines Schlangenbäumchen sozusagen erzeugt. Und vom Training her finde ich das fantastisch. Also es ist wirklich auf eine gute Höhe gekommen, so dass alle Blüten mehr oder weniger die gleiche Beleuchtung auch bekommen. Und für so ein 70x70 Zelt, ja, ein bisschen mehr hätte noch gehen können, aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz gut. Clips haben mir auch sehr gut gefallen, es hat echt gut funktioniert. Im anderen Zelt habe ich eine andere Trainingsmethode gewählt, von der ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt bin. Warum? Das sehen wir uns gleich an. Ja? Das war es erstmal von diesem Zelt. Wir gucken uns nochmal kurz hier die Luftfeuchtigkeit an. Wie gesagt, ist jetzt bei 56, weil es hier drin auch ein bisschen wärmer ist. Ist in Ordnung. Könnte auch gern ein bisschen niedriger sein, aber drückt mir einfach die Daumen, dass bei diesen kleinen Mini-Buds hier nichts an Schimmel entsteht jetzt auf die letzten Tage. Ja, wow, was soll ich sagen? Heute ist Ostermontag und ich habe mir hier gerade mal meine Pflanzen angeschaut. Die OG Kush, die hier in der Living Soil steht, von Couple of Plants, und ich bin mit diesem Wachstum, ich bin echt absolut begeistert bisher. Also sie wächst super kompakt, hat eine wirklich schöne Farbe. Also ich sehe hier vielleicht ein bisschen an den Blattspitzen hier, so sehe ich so leicht gelbliche Verfärbung. Aber ich habe mir gerade auch das How to Grow Video von Couple of Plants angeschaut, in dem Kim nochmal speziell darauf eingeht, was es eben mit diesen hellen Verfärbungen an diesen Spitzen hier zu tun hat. Das ist eindeutig ein Zeichen von etwas zu starker Wässerung. Also werde ich das die nächsten Tage wohl auch reduzieren. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist meine Form des Low-Stress-Trainings, die jetzt hier beginnt. Denn diese Seitentriebe haben jetzt ein gewisses Wachstum schon erreicht, sind für mich lang genug, sodass ich jetzt hier mit diesen Erdankern diese Seitentriebe nach unten stecke. Ja, ihr seht das. Wird quasi fast 90 Grad nach unten gebogen. Und das Ganze mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. Ich habe das vorher nie gemacht, ja. Und ich bin mir auch der Konsequenz nicht bewusst, was hier in 8 Wochen vielleicht mit der Pflanze ist. Es ist ein reines Experiment für mich hier zum Lernen, ja. Aber ihr da draußen seid natürlich alle herzlich eingeladen zu kommentieren, ob ihr damit Erfahrung habt, ob das für euch eine gute Form des Trainings ist. Ich setze jetzt den Erdanker hier vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach hinten, so damit diese nicht direkt auf der Höhe des Erdankers sind. Diese Seitentriebe, die können jetzt hier nämlich schön frei raus. Kontrolliere die andere Seite nochmal. Ja doch, das sieht vollkommen in Ordnung aus. Und diese Mission ist erstmal geglückt. Und jetzt warten wir noch ein bisschen, bis wir mit den anderen Trieben hier oben ebenso verfahren werden. Ja? Auch diese werden dann weiter nach unten geleitet. Namaste. Nein, Komposttee. Ihr wisst ja, unten haben wir unsere Pflanzen, die OG Kush und die Purple Oreos F1, in der Living Soil von Couple of Plants stehen. Und mit dem Einstiegspaket von Couple of Plants haben wir hier auch 1 Liter Komposttee-Mischung, Fertigmischung erhalten. Hintergrund ist, man soll alle 2 bis 3 Wochen, muss man ein bisschen immer nach der Pflanze schauen, der Living Soil etwas dazugeben, und zwar so eine Mischung aus diesem gebrauten Komposttee und Wasser im Verhältnis 1:5 gemischt. Und das würde ich ganz gerne jetzt heute mal, ja, einfach mal ansetzen, diese Komposttee-Mischung. Rezept hierzu findet man auf der Seite bei Couple of Plants. Da wird gesagt, dass 1 Liter von dieser Komposttee-Mischung
hier in diesen Stoffbeutel, der auch mit beigegeben wird, reingefüllt wird. Und das Ganze soll dann in 10 Liter Wasser für 24 Stunden gebraut werden. Und dann können daraus bis zu 60 Liter Wasser, also 1:5, verdünnt 60 Liter Komposttee-Mischung zum Gießen hergestellt werden. Ja, also ihr wisst, wir haben zwar unsere kleine mickrige Royal Haze Automatic stehen und die beiden anderen, die in der Living Soil stehen. Ich werde der Royal Haze Automatic aber auf jeden Fall auch was hier von unserem Gebräu abgeben. Und für mich sind aber 60 Liter auf jeden Fall zu viel, weil man das Ganze maximal 24 Stunden danach dann auch nutzen kann. Das heißt, es muss frisch hergestellt werden und frisch verbraucht werden. Habe ich mich also entschieden, 1 Liter davon herzustellen und das Ganze dann auf 5 Liter anzusetzen und das dann eben entsprechend sofort über den Tag verteilt dann zu gießen. Ja, in der Living Soil soll ja schon alles drinstecken, was man so braucht, und die Mikroorganismen setzen das nach und nach um und geben die Nährstoffe frei. Aber um das Ganze zu verbessern, ist eben die Zugabe von so einem Komposttee empfohlen. Also hier kommen nochmal zusätzliche Mikroorganismen, zusätzliche Nährstoffe, Spurenelemente, Huminsäuren und Aminosäuren hinzu. Und die Bakterien, die ernährt man mit einer Molasse. Ja? Und die Molasse soll man bei diesem Ansatz mit 1 Liter, also 50 Gramm von der Molasse hinzugeben. Wenn ich das Ganze durch 10 teile, dann gebe ich eben nur 5 Gramm Molasse dazu. Ich habe schon gesehen, es ist so ein bisschen eine dickflüssigere Angelegenheit hier und ich möchte das nicht auf die Waage machen, und Molasse ist so eine zuckerhaltige Lösung, also es ist unglaublich klebrig. Aber ich habe schon gesehen, das hier ist so eine Litergebindeflasche und hier steht drauf, dass das 1,2 Kilogramm ist, was uns also dann Rückschluss auf die Dichte gibt. Das heißt, 1 Liter wiegt 1,2 Kilogramm und 1 Milliliter wird 1,2 Gramm deshalb wiegen. Bedeutet also, wenn ich mir jetzt 5 Milliliter hier rausnehme, dann sind wir ungefähr bei 6 Gramm. Was ein Gramm mehr wäre, aber auch auf der Website ist angegeben ungefähr 50 Gramm. Also ich denke mal, wird Kim uns nicht steinigen, wenn wir das hier so ein bisschen Pi mal Daumen mit der Molasse machen. Das wird sonst auch funktionieren. Ja, ihr seht, das ist hier so eine richtig schöne braune, dickflüssige Lösung. Aber das Schöne ist, hier drin habe ich gekennzeichnet 5 und 10 Milliliter Grenzen und entsprechend werde ich das dann auch dazugeben. Ja, um so eine Komposttee jetzt hier anzusetzen, das kann man entweder, wie gesagt, wenn man den ganzen Liter hier ansetzen möchte, alles hier reinfüllen, 10 Liter Eimer nehmen, schnappen und dann Leitungswasser nehmen. Aber da ich nicht so viel brauche, habe ich mir einen Trick überlegt. Was nämlich noch benötigt wird, ist einmal so ein Aquaristik-Heizstab, den habe ich noch, weil ich ja ein alter Aquarianer bin und den habe ich aus meinem Fundus rausgegraben. Soll das Ganze nämlich auf 30 Grad erhitzt werden, das Wasser. Und was noch benötigt wird, ist so eine Aquaristik Luftpumpe, so eine Membranluftpumpe mit Ausströmerstein. Ich benutze hier die Eheim R100. Habe ich günstig bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Sowas hatte ich nicht mehr. Achtet nur darauf, dass es vielleicht nicht unbedingt aus dem Raucherhaushalt kommt, weil das Ding riecht irgendwie wie ein Aschenbecher. Naja, für unsere Zwecke wird uns das hier nicht, wird uns das keine Probleme machen. Und dann hat man eben diesen 10 Liter Eimer. Weil ich jetzt aber nur 1 Liter ansetzen möchte und der Heizstab sehr groß ist, heißt, ich kann hier nicht die Suppe da unten hinsetzen. Der Heizstab möchte eigentlich relativ hoch im Wasser sein. Werde ich das Ganze in diesem Becher hier ansetzen, der ist 1,5 Liter, und ihn hier in diesen Eimer, der dann gefüllt ist mit Wasser und dem Heizstab, einsetzen. Ja, wir werden uns das gleich auch nochmal im zusammengebauten Zustand anschauen. Und da kommt dann der Liter rein, zusammen mit dem Teebeutel, den 100 Milliliter von dem Komposttee. Und der Ausströmerstein wird hier dann auch in diesen Becher gegeben. Ja, also bauen wir uns das Ganze mal zusammen. Hier ist noch ein kleines Stoffsäckchen, ja, das habe ich gefunden. Das hat meine Frau irgendwie hier in der Küche rumliegen gehabt. Leckerbox. Wird für diese Zwecke auf jeden Fall ausreichend sein. Hier kommen 100 Milliliter rein von dem Komposttee. Das werfe ich in den Becher rein. Dann wird das Ganze mit 1 Liter Wasser aufgefüllt. Der Eimer wird so mit Wasser gefüllt, dass der Becher hier nicht aufschwimmt.
Und dann heizen wir das Ganze auf 30 Grad hoch und der Sprudelstein wird hier sprudeln. Und dann geben wir noch hier die 5 Milliliter von dieser Molasse mit dazu. Und dann darf das Ganze 24 Stunden ziehen. Wir gucken uns das gleich aber nochmal an, wenn das hier dann aufgebaut ist und am Sprudeln ist. Bis gleich. Und hier kochen wir uns jetzt in unserer Hexenküche unser eigenes Süppchen. Ihr seht hier den Eimer, der gefüllt ist mit ganz normalem Leitungswasser, was wir auf jetzt mittlerweile, was haben wir hier, 29 Grad aufgewärmt haben. Und das ist auch tatsächlich jetzt der Grund, warum ich das hier nicht unten bei den Pflanzen im Keller habe, weil wir haben hier jetzt warmes Wasser stehen und das treibt natürlich die Luftfeuchtigkeit unnötig in die Höhe. Hier oben im Büroraum kann ich das gebrauchen, unten bei den Pflanzen nicht. Und in diesem Wasserbad steht jetzt hier dieser Messbecher drin, den ich mit 1 Liter Wasser gefüllt habe. Das Wasser stand vorher 24 Stunden ab, das heißt, da sind keine Chlorgase mehr drin. Und hier ist einmal der Sprudelstein mit drin, der jetzt da blubbert. Unser Säckchen mit den 100 Millilitern Komposttee ist hier drin. Und wir haben hier die 5 Milliliter der Melasse dazu gegeben, ja, was so 5 bis 6 Gramm entsprechen sollte. Und so blubbert das jetzt schön vor sich hin, hier für 24 Stunden. Und dann wird dieser Sud 1:5 mit abgestandenem Wasser versetzt, also einmal verdünnt. Und dann gießen wir unsere 3 Pflänzchen über den Tag hinweg hier mit dieser Komposttee-Mischung, so dass nach Möglichkeit keine Staunässe entsteht oder die Pflanzen zu viel Wasser bekommen. Müssen wir halt schauen, ja, dass wir über den Tag immer mal so einen halben Liter hier und da dazugeben. Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir ja einen direkten Effekt auch bei den Pflanzen feststellen. Mahlzeit. Es sind genau 24 Stunden vergangen und schaut mal hier, es lebt. Also hier wurde ordentlich ein Tee gebraut. Na, der Beutel hier mit der Leckerbox ist noch drin. Es schäumt ganz gut, also wir haben hier auf jeden Fall ordentlich biologische Aktivität da drin. Die Melasse wird wahrscheinlich jetzt von Bakterien, Mikroben umgesetzt worden sein. Und das, was da in dem Beutel ist, kann jetzt rausgenommen werden. Und dann gießen wir den Inhalt dieses Bechers in eine Gießkanne, füllen das Ganze auf 5 Liter auf. Ja, und dann gießen wir das jetzt über den Tag verteilt nach und nach auf unsere Pflänzchen. Wir sehen uns unten im Keller. Und selbstverständlich bekommt natürlich unsere tolle, kleine, süße Royal Haze Automatic auch etwas von dem Tee ab. Hier wird jetzt gerade mal 1 Liter gegossen. Die Erde hatte ich gestern mit dem Pumpsprüher noch mal leicht angefeuchtet. Auf das nochmal schön ordentlich Geschmack in die schönen Blüten hier reingeht. Sollte nicht mehr allzu lange dauern. Hey, bevor ich hier jetzt den Komposttee drauf gießen kann, muss ich erstmal hier diesen Busch von der OG Kusch, das reimt sich ja sogar, muss ich mal ein bisschen was hier wegnehmen, weil die Blätter hier unten, die ich so über das Mainlining nach unten gedrückt habe, die haben teilweise echt ganz gut Kontakt zu dem Klee und zu dem Bodenreich. Das gefällt mir jetzt nicht, wenn ich da mit so einer mikrobiellen Brühe da drüber gehe, habe ich da so ein schlechtes Gewissen, dass das vielleicht sich irgendwie negativ auf diese Blätter hier auswirken könnte. Bei der Royal Haze Automatic, was habe ich? Nicht Royal Haze Automatic. Bei der Purple Oreos F1 sieht das Ganze noch ganz gut aus. Da lasse ich jetzt die Blätter hier noch mit dran und werde jetzt einfach jeder Pflanze mal 1 Liter nach und nach zu trinken geben. Und dann haben wir von den 5 Litern noch 2 Liter übrig. Und die verteile ich dann einfach später am Nachmittag auf die Pflanzen. Das riecht auf jeden Fall schon so richtig hart nach so einer Kompostsuppe, die als hättet ihr quasi euren Küchenabfall, euren Bioabfall, ein bisschen zu lange in der Sonne stehen lassen. So riecht das Ganze jetzt. Das wollte ich jetzt auch nicht länger bei mir oben so im Büro stehen lassen. Aber hier unten bei den Pflanzen kann ich mir gut vorstellen, dass die Pflanzen das wohl lieben werden. Da kommen jetzt nochmal ordentlich Nährstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren und Huminsäuren in die Erde rein. Nicht nur die Pflanzen, sondern halt auch die Pilze und die Bakterien, die da drin sind. Die werden das jetzt aufnehmen und dann schauen wir mal. Boah, ist das nicht Wahnsinn, oder? Guck mal hier.
wie buschig die OG Kush einfach schon wächst. Ja. Purple Oreos F1 zieht hinterher. Aber das hier, die Blattfarbe auch, ist einfach der Wahnsinn, ey. Also Hut ab. Sieht momentan sehr, sehr gut für Couple of Plants aus. Oder was meint ihr? Leute, schaut mal hier. Zelt links hat noch einen Drehknopfregler für den Inline-Vent und das rechte Zelt hat plötzlich keinen mehr. Ich habe gestern einfach mal Post von Mars Hydro bekommen, in dem jetzt so ein iConnect U-Stick für den Inline-Vent auch mit dabei war, mit einem zugehörigen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Ja, was soll ich sagen? Ich bin total absolut begeistert. Also ohne Witz jetzt. Ich habe das gestern hier in einer Nacht- und Nebel-Aktion eben umgebaut und das hat auf Anhieb funktioniert. Also ich werde es euch jetzt mal zeigen. Schaut mal. Oh, oh, vorsichtig, nicht wundern. Ja, der Inline-Vent geht bei mir nach rechts raus und deswegen sind die Zugänge hinten dran. Aber letztendlich hat dieser neue Inline-Vent hier, der 4 Zoll Inline-Vent von Mars Hydro, hinten auch einen USB-Anschluss und so ein RJ12 Telefonkabelport. An dem steckte vorher der Drehregler dran, an dem steckt jetzt dieser Sensor hier unten mit bei. Ja, der wurde jetzt da reingesteckt und hinten an den USB-Port wurde einfach auch so ein etwas kleinerer Dongle hier, wie bei der Mars Hydro FCE 1500 dran geklemmt. Zum Anschluss der ganzen Sache ist nur wichtig zu erwähnen, also man steckt als allererstes den USB-Port rein, ja, und dann muss man den Inline-Vent zurücksetzen. Und das macht man wie folgt. Hier, man hat ja dann noch den Drehknopf dran und den dreht man einfach um 180 Grad von aus, so, dreimal hin und her und das setzt den Inline-Vent zurück und in der App kann man diesen Lüfter dann hinzufügen. Wir gucken uns den gleich in der App dann an. Ja, und wenn der hinzugefügt wurde, dann kann man über diesen RJ12er Port, der hier hinten dran ist, diesen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor anschließen. Und damit mache ich jetzt mal meine ersten Erfahrungen. Wir gucken uns das jetzt einfach mal in der Software an, wie das dann aussieht. So, meine lieben Freunde, und um auf die Lüftersteuerung nun zugreifen zu können, müssen wir die Mars Pro App öffnen, die wir uns zuvor über den App Store runtergeladen haben. Und hier sehen wir auch schon unser Licht, die Lampe, die FCE 1500, die wir ja auch über einen iConnect U-Controller steuern. Die läuft jetzt hier ganz entspannt im Timer-Modus. Gucken wir nochmal in die Einstellungen rein hier mit 5 Minuten Sonnenaufgang und Untergang. Das heißt, sie dimmt dann langsam hoch morgens um 6 Uhr und dimmt abends um 12 langsam runter. Funktioniert auch nach wie vor wirklich gut. Ich versuche immer mal, wenn ich nach 12 oder so ins Bett gehe, zu gucken, dass die Lampe auch wirklich aus ist. Aber sie hat mich bisher nie im Stich gelassen. Und jetzt guckt mal hier oben. Ich habe es ja das letzte Mal auch schon angekündigt. Da steht so was Inline-Fan-mäßiges drin. Ne? Und nachdem ich hier alles angeschlossen hatte, habe ich erstmal versucht, den hinzuzufügen, hier oben über den Plusknopf, aber es ließ sich einfach nicht hinzufügen. Also habe ich mit dem Drehregler dann dreimal 180 Grad von aus, 180 Grad gedreht, hin und her. Und dann konnte ich den MH Fanbox Pro hinzufügen, habe dann den Sensor angeschlossen an dem RJ12er Port und jetzt können wir diesen Lüfter regeln. Dafür rufe ich den einmal auf und ihr seht gerade, zeigt er uns die aktuelle Temperatur an von 21,8 Grad, hat eine Luftfeuchtigkeit von 65% und einer errechneten VPD von 0,91 und er läuft aktuell auf einer Geschwindigkeit von 35%. Und hier unten sehen wir, haben wir dann noch weitere Einstellmöglichkeiten. Ich habe diesen jetzt bei mir hier auf Auto gestellt. Ich klicke da eben mal drauf. Dann zeige ich euch das. Hier kann man nämlich ganz oben einmal die Drehgeschwindigkeit einstellen von 20 bis 100%. Ja, 25 bis 100%. Ich habe sie auf 35% aktuell stehen, beziehungsweise jetzt gerade auf 34. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach hier, das richtig einzustellen. Hier würde ich mir noch wünschen, dass man die Zahl auswählen oder direkt eingeben kann. Ist ja jetzt auch nicht relevant, lassen wir es jetzt mal auf 36% stehen. Dann sehen wir hier im nächsten Schritt
die Priorität. Das ist hier einmal entweder Temperatur und Luftfeuchtigkeit oder Priorität nach Temperatur oder Priorität nach Luftfeuchtigkeit. Für mich ist die Humidity, also die Luftfeuchtigkeit, hier tatsächlich eher relevant und ich möchte, dass der danach gesteuert wird. Man könnte jetzt hier dann einstellen, wenn man nach Temperaturpriorität geht, wie dann die Temperatur zu halten wäre, beziehungsweise aber auch ab was für einer Temperatur denn der Lüfter überhaupt angehen sollte. Also mit dieser Temperature Dead Zone sind 3 Grad Celsius gemeint. Bedeutet also, wenn ich Temperatur 26 Grad einstelle, dass der Lüfter ab 29 Grad dann angeht. Ich habe das auch schon getestet mit meiner Luftfeuchtigkeit hier. Also ich habe sie auf 60% gestellt und angehen soll der Lüfter erst ab einer Luftfeuchtigkeit von 5%. Und das werden wir jetzt auch gerade eben einmal testen, denn wir schauen mal eben. Standby Fan Speed wäre dann das, selbst wenn, ja, also dass er bei 25% laufen würde und dann halt eben auf die 36% hochgehen würde, sobald eben die Humidity Dead Zone überschritten ist. Wir gucken uns das mal an. Also momentan ist er ja auf angestellt, das sehen wir hier unten rechts an dem Hebel, ja, weil wir haben ja die 65% Luftfeuchtigkeit erreicht. Gehe ich also jetzt hier in Auto rein und setze das hier weiter hoch, auf 7% beispielsweise, dürfte er erst ab 67% Luftfeuchtigkeit angehen. Wir haben es eingestellt und wir sehen, er hat sich gerade ausgeschaltet, ja, weil wir bei 65% und noch nicht bei 67% sind. Das Ganze machen wir jetzt nochmal rückgängig. Ich stelle das jetzt wieder auf 5 ein. Das bestätigen wir und ich höre schon, er dreht hoch, zack, da ist er wieder. Also es ist Wahnsinn. Ich bin wirklich absolut excited über so ein kleines Überraschungsgeschenk hier von Mars Hydro. Und dass das wirklich so butterweich hier in den Einstellungen funktioniert. Jetzt haben wir hier noch andere Möglichkeiten, so Loop Cycle einzustellen oder auch das Ganze timerbasiert laufen zu lassen. Für mich ist es auf jeden Fall schon Game Changer, hier eine Automation drin zu haben und das Ding nicht einfach irgendwie auf Verdacht laufen zu lassen. Finde ich schon mal echt ganz große Klasse. Also wirklich Hut ab. Das ändert hier in der Mars Hydro Box schon mal einiges, dieser Stick. Ja, habt ihr denn Erfahrung schon gemacht mit diesem Stick und der Steuerung von eurem Mars Hydro Lüfter? Lasst es mich doch unten in den Kommentaren mal wissen. Und für diejenigen, die Probleme da draußen haben oder irgendein Feedback haben oder Fragen dazu, ja, auch einfach gerne in die Kommentare. So, an alle Mars Hydro Fans und an alle Fans von der Living Soil von Couple of Plants und an alle Fans von photoperiodischen Pflanzen. Jetzt ist der Moment gekommen, wir schauen uns also einmal den Stand der photoperiodischen Pflanzen an, die hier in der Living Soil von Couple of Plants stehen, unter der Mars Hydro FCE 1500 natürlich. Ja, guckt euch das mal an. Hier, also fantastisch, oder? Seht euch mal die Farben an, seht euch mal die Blätter an. Also absolut kein Vergleich zu dem Wachstum der anderen kleinen Automatic-Pflanze. Ne, als die 5 Wochen alt war, die war ja auch getoppt worden von mir, aber ich finde einfach, hier sehen die Blätter tausendmal gesünder aus und gerade auch mit dem Klee geht die Pflanze ja fast schon ein Stückchen weit unter, die OG Kush. 5 Wochen jetzt alt, zum Training komme ich gleich. Wurde auch jetzt zum ersten Mal mit dem Komposttee gegossen. Den Klee schneide ich hier gleich wieder ein Stückchen zurück. Und schauen wir uns die Purple Oreos an im Vergleich. Ja, wächst noch nicht ganz so buschig. Ja, war ja von Anfang an auch ein bisschen langsamer. Hier oben fängt es jetzt an Gas zu geben mit diesen Blättern. Diese seitlichen Triebe hier unten sehen nicht so gut aus, komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Ja, wie trainiere ich denn diese Pflanze? Und zwar nach dem Mainlining-Prinzip. Ihr seht es hier unten drin, sind so Erdanker drin. Ich habe sie hier getoppt und dann biege ich die Seitentriebe mit den Erdankern hier runter. Turns out, ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, eine Methode für mich, weil ich einfach hier doch zu schnell Gefahr laufe, dass in diesem Bereich zu viel Spannung ist und mir die Triebe da einfach wegbrechen. Ja, das ist mir vor allem bei der Purple Oreos
schon passiert an den untersten Trieben. Da habe ich gar nicht so viel gedrückt und auf einmal macht es einfach Krack und es reißt so langsam ein. Da gefällt mir die Clip-Erziehungsmethode doch bisher noch ein bisschen besser. Aber ich werde das jetzt einfach mal, so weit es geht, erstmal mit diesen Erdankern hier weiter probieren. Hier unten drin sieht man es. Da habe ich die Primärblätter und die ersten Seitentriebe entfernt, die meistens ja eh immer ein bisschen kümmeriger wachsen, habe ich da rausgenommen, damit einfach von Anfang an die ganze Energie hier auf die großen, starken Seitentriebe fließen kann. Und guckt euch mal, sieht das nicht toll aus? So ein schönes, gesundes Grün, gerade hier im Lauf von diesen Blattadern. Also die OG Kusch, die zeigt sich hier wirklich von der besten Sorte. Ich bin echt total begeistert. Und was mir auch auffällt, ist gerade so, wenn man so andere Pflanzen sich anschaut, die hier in der Living Soil von Couple of Plants stehen, die haben alle ein ähnliches Wachstumsbild. Die wachsen alle sehr gedrungen, sehr dicht, haben viel Blattmasse. Also für mich sieht das absolut nach einer richtig gesunden Pflanze aus. Bin mal gespannt, wer von euch da draußen was zu motzen hat. Ja, ich zeige euch das jetzt mal hier noch an der Purple Oreos F1. Und zwar, seht ihr das hier unten? Fokusprobleme. So. Ja, hier ist es mir schon eingerissen an diesem einen Seitentrieb. Und hier oben sehe ich auch schon so leichte Risse. Also diese Erziehungsmethode scheint hier für die Purple Oreos F1, die scheint da vielleicht auch ein bisschen empfindlicher zu sein. Oder ich gehe einfach irgendwie aus irgendeinem Grund bei der ein bisschen ruppiger vor. Ich denke mal, bei dieser werde ich vielleicht diese Erdanker dann demnächst entfernen und vielleicht dann doch auf meine Clips zurückgreifen und versuchen, die so einen Schlangenbaum mäßig zu erziehen. Ja, die ist mir da doch ein bisschen zu empfindlich und ich habe keine Lust, dass mir hier ein Ast nach dem anderen abbricht. Zumal diese Pflanze eh schon ein bisschen hinterher ist. Ja, gucke ich mir mal an, werde ich vielleicht dann im Laufe nächster Woche entscheiden, wie ich damit weitermache. Aber vielleicht dann halt von den Erdankern weggehen. Ja, genau. Ne, mit den Clips hatte ich auf jeden Fall bessere Erfahrungen, was die Pflanzenerziehung angeht. Aber hey, für die 5. Woche, vegetative Phase, PPFD wird jetzt so langsam auf 600 eingestellt, damit die DLI bei um die 40 auch liegt. Und dann dürfen die Pflanzen erstmal hier dieses 70x70er Zelt vollwuchern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ganz schön knapp mit dem Platz hier drin werden wird. Aber lassen wir uns mal von der Reise überraschen, wohin das Ganze gehen wird. Habt ihr Fragen, habt ihr Anregungen, habt ihr Kritik? Lasst es mich unten gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Bis bald, macht's gut, euer Michi.